Herzlich willkommen bei Videowissen. Das DLR Astro-Seminar in Köln hat im Jahr 2023 das Klima der Erde zum Thema. Professor Dr. Christopher Hebling vom Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme hat den Vortrag gehalten mit Sonne, Wind und Wasserstoff – Wege zur Klimastabilität. Viel Spaß dabei! Mir ist bewusst, dass ich so ein bisschen aus der Reihe tanze, wenn man so will. Ich weiß, Sie sind sehr an den eigentlichen Astro-Themen interessiert. Sie haben eine Leidenschaft für schwarze Löcher und können mental beliebige Zeitskalen von 10 hoch minus 32 bis plus 30 oder sowas überstreichen. All das kann ich nicht bieten. Das Größte, was ich bieten kann, sind Terawattstunden an Energiemengen, die benötigt sind, vielleicht auch mal 1000 Terawattstunden so, aber ansonsten geht es jetzt im Folgenden sehr terrestrisch zu. Ich möchte mit Ihnen einfach das Thema, es sind eigentlich drei Teile, also die erneuerbaren Energien, Energiesystem insgesamt und eben dann der Teil, den Wasserstoff spielt in dem Ganzen. Vielleicht ganz kurz, eben zu Fraunhofer muss ich hier nicht viel sagen am DLR. Wir sind ja sehr eng auch gemeinsam unterwegs in vielen Themen. Die Fraunhofer Gesellschaft hat in Summe etwa jetzt 30.000 Mitarbeitenden und wir sind so im Reigen der 4 außeruniversitären Forschungseinrichtungen, diejenigen, die rein über den Impact im Markt quasi evaluiert werden. Das heißt also, wie viel Industrieumsatz können wir generieren, bezogen auf den Umsatz, den wir insgesamt haben. Also Umsatz insgesamt sind 3 Milliarden jetzt etwa und wir sind in 75 Instituten verteilt. Der Bereich, wofür ich zuständig bin in Freiburg, nennt sich Wasserstofftechnologien. Es sind inzwischen 150 Wissenschaftlerinnen und Ingenieurinnen. Ein sehr schöner Mix, was die Sache besonders reizvoll macht, dass es eben wirklich von sehr grundlegenden Themen, Wasserstoff, auch quasi in einer Gasdiffusionsschicht, ja, also Multiskalenphysik einerseits, aber andererseits wirklich, was wir als Plant Engineering bezeichnen, Mini-Plant Engineering, das heißt die Umsetzung in Prozesstechnik, Verfahrenstechnik. Und wir machen eben Forschungen zum Thema Mobilität, Brennstoffzellenmobilität, straßengebunden überwiegend, aber auch eben die Syntheseprodukte in der Mitte, das heißt den Ersatz von fossilen Energieträgern in Syntheseprodukte und eben die Wasserelektrolyse. So, ich dachte, ich fange mal ganz vorne an, nämlich zeitlich gesehen, viele von Ihnen sind im Wasserstoff möglicherweise schon länger sozusagen mit dem Thema betraut und fragen sich, warum jetzt? Ja. Wenn man schaut, also Wasserstoff wurde, also demjenigen, dem es als erstes zugeschrieben wurde, ist ein Lehrer, ein Paul von Pollacqueur in Dänemark, der eben, wie man hier sieht, hat eine Volkshochschule betrieben und hat zum ersten Mal eben mit einer Windmühle in einer kleinen alkalischen Elektrolysezelle, also Wasserstoff erzeugt und damit eben kleine Lämpchen betrieben, also Gaslämpchen. Es gilt so als quasi der Urdenker quasi von Wasserstoff in Gesamtsystemen, muss man sagen. Ja. Dann des Weiteren vielleicht auch nicht ganz so bekannt, dass eben wir großmaßstäbliche Elektrolyseure schon seit fast 100 Jahren etwa kennen. Solche Anlagen wurden ja groß, eigentlich so bis zur Mitte letzten Jahrhunderts, insbesondere eben wo Dauerstrom zum Beispiel am Assuan-Staudamm oder auch, das ist eine Anlage in Norwegen, wo Dauerstrom vorhanden war und man dort Wasserstoff nicht energetisch, sondern für Düngemittelproduktion eben hergestellt hat. Also an sich ist es bekannt, dass man auch großmaßstäbliche, das heißt dreistellige Megawatt Elektrolyseure baut, aber auch damals haben schon Marktmechanismen gegriffen, dahingehend, dass man eben aus Erdgas das über Dampftransformierung den Wasserstoff günstiger herstellen konnte. Damals waren ja CO2-Emissionen noch kein Thema, weswegen eigentlich all die Anlagen komplett aus dem Markt verschwunden sind. So, und deswegen jetzt die Frage, die natürlich im Raum steht, warum jetzt? Ja? Also eigentlich kann man sagen, hat Wasserstoff im Energiesystem jetzt ziemlich genau 50 Jahre Geburtstag, wenn man so will. Vor 50 Jahren war die erste Ölkrise.
Sie erinnern sich, Yom Kippur-Krieg 1973, die Reaktion der OPEC war eben Ölembargo. Wir sind, also ich kann mich wirklich noch erinnern, mich mit dem Fahrrad auf der Autobahn gefahren, die autofreien Sonntage. Das war schon eine coole Erfahrung, muss ich sagen. Ja, einerseits, ne? Also als Kind jedenfalls. Ne? So, ich glaube, jetzt wären autofreie Sonntage schwer zu vermitteln, ja, aber das waren sozusagen die ersten Ideen. Auch an die Benzingutscheine von Italien kann ich mich erinnern, dass man an der Grenze eben gefragt wurde, ob man subventionierte Benzingutscheine hat, damit es eben die Fahrt an die Adria nicht so teuer wird. So, und in der Zeit sind eben die ersten Ideen entwickelt worden, wie man Wasserstoff quasi als nicht fossile Alternative zu fossilen Energieträgern ins System bringen kann. Es gab ja die zweite Energiekrise 1979, das hat das Ganze nochmal beschleunigt auch. Und übrigens ist Fraunhofer ISE, wo ich arbeite, wurde dann auch 1981 als Reaktion all dieser Betrachtungen eben auch gegründet. Das heißt, wie kann man den fossilen Anteil der Energieträger im Gesamtsystem reduzieren. Damals hat auch Daimler erstmals angefangen, Wasserstoff für Fahrzeuge zu denken, zu entwickeln. Die allerersten Autos wurden damals war noch eine ganze Raffinerie quasi im Lieferwagen, im Sprinter hinten drin. Inzwischen geht es auch kleiner. So, aber was Sie jetzt hier links sehen, insofern ist das durchaus korreliert und jetzt vor allem mit der Dringlichkeit. Sie sehen also die CO2-Konzentrationen, in dem Fall jetzt ab 1958, wie die kontinuierlich zugenommen haben. Und das ist soweit bekannt, auch die Dimensionen sind bekannt. Ich hatte mal geschaut jetzt, also diese Skala geht bis 2017. Wir hatten ja Corona, das heißt also, wir hatten erheblich weniger CO2-Emissionen. Und trotzdem, Sie sehen hier die Konzentration in der Erdatmosphäre, also bis jetzt aktuell. Das heißt, wir sehen jetzt schon die ersten nicht-lineare Antworten vom System. Ich nehme an, dass Sie über die letzten auch Klimavorträge dazu noch detaillierter gehört haben, aber Sie sehen, dass Corona eigentlich in der Konzentration von CO2 in der Atmosphäre keinen Effekt hatte. Das heißt, da gibt es schon Buffer-Effects oder Tipping Points, die uns durchaus zu denken geben müssen. So. Wenn man jetzt eben weiterschaut, die Korrelation zur Temperaturerwärmung. Es sind im Prinzip die gleichen Kreise, die aber im Prinzip seit den 80ern also doch deutlich nach außen laufen. Und das wiederum ist ja schon Alarmsignal dahingehend, dass eben jetzt so die ersten Nichtlinearitäten eben auftauchen. Wenn man die Jahresringe quasi der Temperaturerhöhung quasi kippt und übrigens vielleicht das noch als Wert, nur weil man es sich gut merken kann, wir haben jetzt genau 50% mehr CO2 in der Atmosphäre als vor der Industrie, also als vor 150 Jahren. Wir haben begonnen mit 280 ppm und haben jetzt die 420 erreicht. Und dementsprechend gibt es eben jetzt auch diese nicht-linearen Antworten. Aber wenn man im Prinzip diese Jahresringe quasi kippt und auf diese Skala nimmt, das ist aus dem neuesten IPCC-Bericht, und dann sieht man, wo wir derzeit stehen. Auch, dass wir uns eigentlich schon fast 1 Grad Temperaturerhöhung eingehandelt haben. Und IPCC wird hier zwischen 5 Szenarien unterschieden, sogenannte Shared Socio-Economic Pathways. Und im Prinzip ist very low, also very low heißt quasi, dass wir uns wirklich am Riemen reißen als Weltgemeinschaft und die CO2-Emissionen auf Net Zero bis Mitte des Jahrhunderts etwa limitieren. Man sieht dann, ist es dieser Pfad. Aber jede Abweichung davon, also jede doch Plus-Emission, führt eben in die anderen 4 Szenarien. Und jetzt ist das hier mal ganz nett illustriert quasi in so 3 Szenarien. Diejenigen, also ich denke, die meisten von uns sind hier zwischengeboren. Das heißt also, wir kriegen schon noch mit, dass sich da ganz schön was tut derzeit. Aber wenn wir mal schauen, diejenigen, unsere Kinder oder Enkel, die jetzt geboren werden, haben ja genau jetzt das Erwartungslebensalter bis 2100. So, und das heißt, wenn man da jetzt mal diese 5 Szenarien auf die jetzt Geborenen quasi extrapoliert,
Und dann kann da eben so diese 4-Grad-Szenarien rauskommen, so mit allen Effekten, die wir ja nur andeutungsweise kennen. Ja. Das heißt, im Moment ist wirklich höchste Eisenbahn geboten. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt eigentlich, und zwar jetzt heißt wirklich auch bis 2030, also wirklich unmittelbar alle Maßnahmen treffen, um die Emissionen zu reduzieren oder andererseits eben auch beginnen, in Net-Zero-Technologien zu investieren. Und dass das nicht alles Zukunft ist, hat man zum Beispiel letztes Jahr gesehen. Das war der heißeste Juni vermutlich seit Jahrtausenden. Das scheint schon wieder so lange her zu sein, aber ich kann mich gut erinnern, also in Freiburg, ja, also wo wir schon hohe 30er-Grad-Zahlen hatten im Juni und man sich nicht vorstellen wollte, wie das dann eben in 10, 20 oder 50 Jahren dann aussehen soll. So, und das heißt also, wir haben jetzt, wie Sie hier in der Mitte sehen, also eine Menge Tipping Elements, die quasi sich andeuten und also Szenarien, die irreversibel sind. Also ich glaube, der gewaltigste wäre hier dieser Thwaites Glacier in der Antarktis. Der ist größer als England. Und wenn der sich aufmacht und er rutscht schon so ein bisschen, und da haben wir allein einen halben Meter Meeresspiegelerhöhung nur durch diesen einen Effekt. Ja. Und alles andere, was hier noch, also Permafrost ist, glaube ich, sehr ernst zu nehmen und so weiter. Ne. Also ich will Ihnen nicht die schöne Nachmittagsstimmung bei guter Sonne draußen vermiesen, aber ich glaube, es ist sehr deutlich, dass wir schnell sein müssen. Also alles, was wir tun, muss letztlich erstmal dem Geschwindigkeitsgebot unterliegen. So, und was heißt das für das Energiesystem? Wir sind sozusagen angetreten vor 150 Jahren und mit der Annahme, dass die Energie sozusagen im Boden liegt. Ja. Das ist eine valide Annahme, weil wir haben Erdgas, Öl wurde Anfang letzten Jahrhunderts dann entdeckt und eben Kohle so schon länger, aber dass wir im Prinzip die Energie nur entsprechend nutzen müssen in der Dampfmaschine, Emissionen, und zu der Zeit war die Annahme valide, dass die Atmosphäre unbegrenzt ist. Das heißt, wir haben quasi die Geosphäre mit der gespeicherten Energie. Wir haben die Atmosphäre, die zumindest nach damaligem Denken unbegrenzt ist. Und natürlich die Biosphäre, Teil dessen wir selbst ja als Mensch ja auch sind. Aber dadurch haben wir sozusagen das Gleichgewicht aufgebrochen. Und wenn man sozusagen massenbilanztechnisch denkt. Und jetzt haben wir eben 150 Jahre Nutzung der Fossilen hinter uns und eben wie gesagt, von 120 ppm von 280 ppm auf 420 ppm CO2-Gehalt erhöht. So, und jetzt wissen wir, und das wussten wir eigentlich schon länger, aber jetzt wird es spürbar, dass wir ein Problem haben. So, und das heißt, das alte System, das heißt, wir entnehmen der Erde die Energie, nutzen sie in Form von Wärme- und Stromerzeugung und eben bei den Ölprodukten für die Traktion, also in der Mobilität und auch im Flugverkehr, Schiffsverkehr. Das ist sozusagen die alte Welt. Die neue Welt muss dahingehend umgestaltet werden, dass wir die Energien aus erneuerbaren Quellen beziehen, dass wir sehr stark stromgeführt denken müssen. Natürlich ist Strom dann und nur dann eigentlich die Wahl, wo auch Netze vorhanden sind. Auch mit Strom wird in den Wärmebereich sozusagen eingeführt. Aber wir müssen aus dem Strom eben auch Wasserstoff und Wasserstoffprodukte und letztlich auch die grüne Chemie abbilden. So, das ist sozusagen der Paradigmenwechsel. Die Technologien sieht man hier, was auch verloren geht sozusagen durch die Abkehr von der fossilen Energieträgerwelt, ist quasi die inhärente Fähigkeit von Energieträgern fossiler Art der Speicherung. Das heißt, die Steinkohle können wir handeln, können wir irgendwo hinkippen und dann nutzen, wenn Dunkelflaute ist, wann auch immer. Aber das ist gespeicherte Energie, und zwar sehr, sehr hochkomprimierte, dichte Energie. Das gleiche eben mit Ölprodukten oder auch Erdgas. Ja. Das verlieren wir, indem wir ein System auf volatile Erzeugung übergehen. Das heißt, wir müssen da gleichzeitig die sozusagen Festigkeit mitziehen, aber auch eben die inhärente Speicherung. Das heißt, wir brauchen Wärmespeicher, wir brauchen Batteriespeicher, insbesondere für die Kurzzeitspeicherung, Tag, Nacht oder vielleicht auch mehrere Tage. Aber eben wir brauchen auch molekulare Speicher, die über Elektrolyseure eben erzeugt werden. Das einzige Bild, das mir gekommen ist, um auch Ihre sozusagen
verwöhnten Augen sozusagen zu adressieren, ist dieses hier. Also die Lösung ist eigentlich sehr offensichtlich, nämlich dass man auch sozusagen die Solarkonstante 1361 sind es, glaube ich, Watt pro Quadratmeter über Air Mass 0, also quasi außerhalb der Atmosphäre, dass man das sich nochmal vergegenwärtigt. Also Energie ist ja da, und zwar 10.000 Mal mehr, als die Gesamtbevölkerung in der Erde braucht. Man muss sie nur nutzen. Ja? Und das ist auch keine neue Idee. Also das ist in den Emiraten ein Solarpark. Ja? Auch sowas gibt es. Die Nutzung ist ja auf einer Gigawatt-Skala, auch in PV-Parks, idealerweise gekoppelt auch mit Windparks, ist jetzt das Gebot der Stunde, das möglichst schnell. Nur wenn man so eine Anlage hier baut, dann hat man Strom in der Wüste. So, damit ist man noch nicht am Ziel. Ja? Damit wird es nicht warm hier und das Licht leuchtet auch noch nicht. Ja? Das heißt, wir brauchen einen Transmitter, und das ist in aller Regel, wenn es global gedacht wird, ist es molekular gedacht, und damit geht es nur über Wasserstoff. Um Ihnen eine Größenordnung zu geben, also hier ist nur Abu Dhabi als Beispiel, das sind diese 1,17 Megawatt auf 8 Quadratmeter. Es gibt eine weitere Al-Dhafra, also es sind 2 Gigawatt Solarzellen. Also das ist schon ganz gewaltig. Man muss nur wissen, das ist keine Banalität, aber die Sonne scheint auch in Abu Dhabi nicht 24 Stunden. Das heißt, auch da muss man schauen, wie man all das, was man danach macht mit dem Strom, der natürlich immer jeden Tag so eine Gauß-Verteilung hat, wie man das weiter sozusagen so konserviert, ja, also wie Marmelade kochen, wenn die Kirschen reif sind. Ja, das muss einfach verarbeitet werden in irgendeiner Form, um es nutzbar zu machen, sonst geht abends die Sonne unter und es ist nichts passiert. Ja. So, und das heißt also, da ist eben die Frage auch, wie man das weiter fortführt. Ne? Warum sind diese Parks derzeit so attraktiv? Ganz einfach, weil sie die billigste Art geworden sind, um Strom zu erzeugen. Sie sehen hier, die Price Learning Curves sind es letztlich. Ne? Also das heißt, das sind die global gewichteten, die Average Cost of Electricity. Das sind also nicht die billigsten, sondern das sind wirklich über alle Erzeugungsanlagen im Utility-Maßstab gemittelten Power Purchase Agreements. Und da sieht man eben, PV ist um minus 88% innerhalb dieser 11 Jahre eben billiger geworden. Auch Onshore Wind mit fast 70% ist auch fantastisch, ja, weil das ist ja ein mechanisches Device. Ja. Eine Solarzelle ist quasi ein Semiconductor, das kann man über das sogenannte Moore's Law, das kann man fast ausrechnen, wie teuer das sein wird, einfach über die Skaleneffekte. Aber als mechanisches Device Onshore minus 68 oder Offshore minus 60, das ist schon auch eine gewaltige Leistung. Übrigens ist das auch durchaus ein Moment, wo wir als Deutschland auch mal kurz auf uns stolz sein können, weil vieles davon ist induziert durch das deutsche Energieeinspeisegesetz, was ja 2001 dann ins Leben gerufen wurde. Also ein sehr starker Subventionsmechanismus über die eingespeiste Kilowattstunde. Das fing an mit etwa 70 Cent die Kilowattstunde. Jetzt ist es vernachlässigbar, 6, 7 oder sowas. Aber nur durch diese Skaleneffekte, die darüber induziert wurde dieser Markt so gewaltig, so groß und jetzt auch global. Das ist also durchaus eine Leistung, die wir auch mit unserer deutschen Volkswirtschaft erreicht haben. Und das ist, sage ich mal, so ein bisschen ein Geschenk an die Welt auch gewesen, dass wir jetzt einen Terawatt Photovoltaik installiert haben. So, das ist schon fantastisch. Aber was Sie eben hier auch sehen, dieser graue Balken drüber gelegt, das sind quasi die Fossil Fuels. Ne? Also wir sind eigentlich mit allen Technologien, also im Bereich oder auch unterhalb der fossilen Energieträger, also Levelized Cost of Electricity durch fossile. Das heißt, wir haben es geschafft, wenn man so will, also über die Technologien auch billiger zu sein als die fossile Welt. Wenn man nochmal genau guckt mit der fossilen Welt, das sind im Prinzip die gleichen Daten, nur hier nochmal auf Kapazität logarithmisch aufgetragen. Und das sieht man eben hier, das sind quasi diese 80–90% Degression. Was teurer geworden ist in der Zeit um 50%, das ist die Kernkraft. Und was gleich geblieben ist, ist die Kohlenutzung, also Kohle zu Strom, BHKWs. Alles andere, also die Erneuerbaren, sind alle billiger geworden. Also das ist auch wichtig zu wissen. Ja? Also wer jetzt auf Nuklearenergie setzt, ja, der macht es aus anderen Gründen und nicht aus sozusagen ökonomischen Gründen.
So, und so sieht die Welt aus derzeit. Also diese Kurve ist beeindruckend. Ich hatte ja vor 20 Jahren promoviert in der Photovoltaik und damals waren noch die Solarzellen auf den Parkscheinautomaten eigentlich ein großer Markt. Ja. So, das war, oder Mikroenergietechnik, also in irgendwelche Geräte integriert. Damals war das eigentlich nicht messbar, der Beitrag von Photovoltaik sozusagen im Stromsystem. Jetzt ist die Welt eine andere. Also wir haben 2 Dekaden gebraucht. Wir hatten vor etwa 10 Jahren so eine Initiative gestartet, zusammen mit dem EIST in Japan und dem NREL, dem National Renewable Energy Lab also quasi ist das größte erneuerbare Energienforschungsinstitut in den USA, zu dritt, und haben die Terawatt-Initiative gegründet. Einfach, damals war das Science Fiction pur. Ja? Also wie können wir aus diesen sozusagen Kilowatt-Anwendungen in einen Terawatt-Markt kommen? Ja? Also was braucht es an Ressourcen, Material, Produktionstechnologie und. So, und wir haben Anfang letzten Jahres das Terawatt überschritten. Wir haben jetzt etwas mehr als 1 Terawatt Photovoltaik in der Welt, also 1000 Gigawatt installiert. Das ist eine fantastische Nachricht, wie ich finde. Also Hydro ist schon immer groß gewesen, aber ist relativ konstant. Sie sehen hier die Zubauraten des letzten Jahres. Und Sie sehen, dass wir etwa, also das war sogar, Moment, das war ein 20, also wir haben jetzt einen Marktzuwachs von etwa 300 Gigawatt jährlich in Photovoltaik. Ja. Das ist Wind, Onshore, hier also Biomasse und Hydro, das kumuliert und Offshore. Und eben Hydro hat leichte Zubauraten, aber es ist nun mal so, dass man sich Berge nicht wünschen kann, sondern es ist an vielen Stellen ist es auch schon ausgenutzt. Und wenn man sich die Power Purchase Agreements anschaut, ist eine Zahl, die man sich auch merken kann. Also in den besten Regionen kann man für 1 Cent, 1,03 war das beste Power Purchase Agreement in Saudi-Arabien, kann man für 1 Cent die Kilowattstunde Strom erzeugen. Wind war 1,99, auch an der Küstenregion, auch in Saudi-Arabien, weil dort gibt es thermische Winde, die fangen abends an, ins Land zu ziehen und hören morgens wieder auf. Aber im Prinzip für 1 Cent in den besten Standorten kann man Strom erzeugen. Ja. Und insgesamt haben wir diese etwa 3,5 Gigawatt globale Kapazität installiert, die durchaus schon spürbar sind, auch im globalen Mix. Was brauchen wir? Also wir sind jetzt hier. Was Sie hier sehen, das ist die globale PV-Kapazität, wie sie in den letzten Jahren gewachsen ist. Wir haben hier den jährlichen Zubau. Also wie gesagt, letztes Jahr waren es knapp 300 Gigawatt an Zubau. Und um die Klimaneutralitätsziele zu erreichen, das kann man ganz gut ausrechnen, müssen wir diese Trajektorie weiter entlanglaufen. Und das heißt, und das ist wiederum die Zubauraten jährlich. Also wir müssen den Zubau auf einen Faktor 10 erhöhen, also auf 3 Gigawatt jährlich PV hochziehen. Und das sollte in den nächsten weniger als 10 Jahren passieren. Und dann müssen wir die 3 Gigawatt konstant aufrechterhalten. Das führt dazu, dass wir eben Mitte des Jahrhunderts nicht 1 Terawatt, sondern 75 Terawatt Photovoltaik in der Welt haben. Das sind sozusagen die globalen Modelle, die das sagen. Wenn wir sozusagen tapfer dranbleiben, mit, wie gesagt, mehr installieren pro Jahr und eben anpeilen, dass wir in den nächsten 30 Jahren so auf die 75 Terawatt installierte Photovoltaik kommen, dann entspricht es dem, was auch in den Net-Zero-Zielen verankert ist. So, was gibt es zu tun bei der Photovoltaik? Man könnte sagen, ab jetzt muss nur noch gebaut werden. Das ist insbesondere für Regionen wie Deutschland, wo eigentlich keine großen Freiflächen zur Verfügung stehen, nicht die einzige Lösung. Nämlich im Prinzip haben wir 3 Lösungen. Das eine ist eben die Integration von Photovoltaik in Gebäude, wie sowas zum Beispiel. Im Prinzip dürfte eigentlich kein neues Gebäude mehr ohne Photovoltaik gebaut werden. Es ist vergleichsweise leicht, vom Strombereich energieautark zu werden. Also ich habe beispielsweise 7,5 Kilowatt auf dem Dach und das ist ungefähr das Doppelte von dem, was ich brauche. Und das ist auch finanzierbar, das ist alles machbar. Und nun gibt es halt nicht beliebig viele Dächer, deswegen muss man hier auch die Fassaden mit einbeziehen.
Und man muss zunehmend auch die Ost-West-Ausrichtung betrachten, weil bislang hat man halt den höchsten Yield, indem man genau nach Süden und auf Sommer optimiert hat, was dazu führt, dass man doch einen relativ steilen Peak hat. Und das wollen die Utility, also die Stadtwerke eigentlich nicht idealerweise sehen, weil wir haben eigentlich im Verbrauch erst einen Doppelpeak morgens, also bis man dann mal bei der Arbeit ist und dann abends, wenn man heimkommt. Das heißt, wenn man Ost-West ausrichtet, ist man also viel netzdienlicher auch unterwegs, ja, was ja zumindest die Utilities freut. Also jedenfalls die Gebäudeintegration ist wichtig. Das Zweite ist eben die Doppelnutzung, die sogenannte Agri-PV, also die Doppelnutzung von einerseits Photovoltaik auf den Feldern, aber ohne die zu bedecken, sondern nur um sie zu verschatten und darunter eben eine Landwirtschaft zu betreiben, wie man auch hier sieht. Und drittens ist einfach den Wirkungsgrad noch weiter erhöhen. Sie wissen, denke ich, dass das ist ein ganz normales Semiconductor-Device, eine Solarzelle, und sie kann eigentlich nur bei genau einer entsprechender Bandlücke, also hier zum Beispiel, alles, was links ist, kann genutzt werden. Alles, was rechts davon ist, also das ist das Solarspektrum, AM 1,5, das heißt, das ist die Air-Mass, also das ist bei einer typischen sozusagen Durchgang von einem Photon durch die Atmosphäre, hat man AM 1,5. Das ist ein normiertes Spektrum der Sonne auf der Erde. Und das heißt, eine Silizium-Solarzelle alleine kann eigentlich nur diesen Teil nutzen. Der Rest wird thermalisiert. Und von dem linken Teil kann sie eigentlich auch nur die Energie von exakt der Bandlücke, nämlich dieser Zahl hier, nutzen. Das heißt, wenn man sozusagen integriert mehrere Bandgaps, also sozusagen PN-Übergänge in eine Zelle integriert, kann man auch diesen grünen und den roten Teil mitnutzen. Das sind dann Tandem-Solarzellen oder Triple-Solarzellen, Quadruple-Solarzellen. Und dann kann man noch konzentrieren, das Licht also nicht 1:1 der Sonne aussetzen, sondern durch einfache Fresnel-Linsen konzentrieren. Kann man eben damit, und da halten wir erfreulicherweise den Weltrekord auch mit, ich glaube 48% jetzt, ja. Also die 50 sind ganz klar sozusagen anvisiert, ja. Im Labor natürlich, ne, aber man kann von den jetzt kommerziell, ist man so bei 22%. Das kann man schon durch Tandem und sonstige Strukturen deutlich erhöhen. Aber das sind sozusagen die drei Hauptanwendungen. Wie gesagt, die Doppelnutzung, das ist sehr viel auch noch Forschung, um zu sehen, wie groß ist eigentlich der Abstand idealerweise. Weil man möchte ja das Beste aus beiden Welten, möglichst viel Solarzellen, dann hat man aber eine maximale Abschattung, das ist auch wiederum nicht gut. Aber wenn man zu wenig Photovoltaik auf die Felder bringt, dann ist das auch ökonomisch mit der Ständerung und so auch nicht interessant. Das heißt, man muss eigentlich auch für jede Pflanze so ein bisschen eine Optimierung machen. Aber es ist schon auch so, dass durch den Klimawandel auch in unseren Regionen viele Pflanzen gar nicht mehr gut wachsen, inklusive vom Wein. Also hier im Süden, ich komme ja aus Freiburg und so, da ist das auch eine gute Möglichkeit, um den Wein auch nochmal zu optimieren, indem er sozusagen aus der Mittagssonne quasi rausgenommen wird. Ja. Also insofern, da kann man sich sehr viel denken, ja, indem man die Felder einfach teilabschattet. Und man kann damit eben auch bewässern und hat so andere Vorteile noch, indem man einfach eine Ständerung quasi im System hat. Im Bodensee ist man sehr froh über Hagelschutz. Ja. Das ist ja im Moment sehr aufwendig mit Netzen abgedeckt, weil es da immer wieder auch im Sommer hagelt. Wenn man das mit solchen Systemen hinkriegt und damit noch Strom erzeugt, ist das auch gut. Des Weiteren sind Floating-PV-Systeme sehr attraktiv. Jetzt, Sie sehen hier in den Beispielen, das ist jetzt nur bedingt was jetzt für unsere Gewässer, aber es ist durchaus auch jetzt im Ostdeutschland, also wenn jetzt die alten Tagebaue umgewidmet werden, dort werden ja gewaltige Seenlandschaften auch entstehen. Und da ist von vornherein gedacht, dass man die dann auch bedeckt mit Photovoltaik. Und es sind schon auch schnell Megawatt-Anwendungen. Man sieht hier im nächsten, also das ist in Indien, das ist 600 Megawatt, wenn das mal im Vollausbau ist. Und man vermeidet eben gerade in diesen heißen Regionen auch die Verdunstung des Wassers in den jeweiligen Seen. Der See ist ja aus unserer Sicht sehr gerne auch rein freizeitmäßig, aber viele Seen sind ja reine Wasserreservoirs. Wenn man die abdeckt eben mit Photovoltaik, sind es sozusagen sinnvoll genutzte Flächen. Hier in Freiburg, also es ist eigentlich eine banale Sache, ja, aber zum Beispiel ein überdachter Radweg. Das ist, ich weiß nicht warum, es ist immer noch der erste in Europa. Also so Sachen kann man auch machen. Da kommt man auch schnell auf Leistungen.
Und man hat eben auch diesen Dual Use mit Verschattung beziehungsweise auch Regenschutz und das ist übrigens zum SC-Stadion. So, aber das nächste eben gebäudeintegrierte PV, das ist wirklich ein Feld. Ich habe viel auch mit den Emiraten zu tun und ich verstehe nie so richtig, warum die dort ihre Häuser sozusagen in einer Wochenskala die Hochhäuser hochziehen, Betonsäule und so und dann Glas außenrum und die größten Klimaanlagen reingebaut, ja, wo man doch so sehr schön wie das hier also in die Gebäudearchitektur auch Fassadenelemente integrieren kann, die erstens abschatten und zweitens Strom generieren. Alles, was Sie hier sehen, sind Solarmodule. Das ist übrigens das größte Plus-Energie-Gebäude, also öffentliches jedenfalls in Europa. Das ist unser neues Rathaus im Stühlinger, auch mit Geothermie. Wenn man das von oben anschaut, Sie sehen hier, das ist alles PV und auch Thermie, thermische Systeme. Und wie gesagt, mit Geothermie, aber all das sind alles Solarzellen. Ja. Und das ist ein schönes Gebäude, ich war da oft drin, das ist sozusagen das Bürgerzentrum auch. Und man hat genug Licht, ja, weil das sind eben natürlich nach Süd ausgerichtet, ja, aber das sind trotzdem Fenster, ja, und die sind halt einfach von der Direktsonne abgeschattet, aber ansonsten hat man normales Licht. Und das finde ich nicht nur ein wunderschönes Gebäude, hat eine schöne Anmutung auch innen und erzeugt viel mehr Energie, als drinnen gebraucht wird. Eine weitere Anwendung, die wir am ISE entwickelt haben, das sind so bioinspirierte photonische Strukturen im Glas. Und zwar hatten wir im Grunde oft so die Auseinandersetzung mit den Architekten, die sagen, ein Gebäude muss in erster Näherung schön sein und nicht einfach so die blauen Solarzellen an die Fassade genagelt. Ja, deswegen gibt es hier eben die Möglichkeit, quasi das, was man von den Schmetterlingen kennt, so Morphostrukturen, sozusagen auch technologisch nachzubilden. Und das führt eben zu solchen Solarzellen. Die sind also wunderschön. Also man guckt dann wirklich so in allen Winkeln da mal rein und das schimmert so schön. Das ist ein Traum, ja. Und trotzdem hat nur wenige Prozent relative Verluste. Und damit können Architekten natürlich wieder was anfangen. Und es sind nicht einfach nur Module, die da sozusagen draufgesetzt werden auf die Fassade. Also das sind quasi die wesentlichen Entwicklungen, auch global, dass man eben Wirkungsgrad erhöht, klar die Produktionskosten weiter senkt, aber da ist man schon sehr, sehr weit. Also man kann jetzt schon eine wie wir sagen, unbemannte Fabrik einfach kaufen, irgendwo hinstellen und dann Silizium rein und Module raus. Ja. Also da ist kaum mehr sozusagen wirklich Arbeitsintensität, also über Menschen drin. Und deswegen ist der Vorteil, den China ja lange hatte, ist auch nicht mehr gültig, ja. Weil eben kaum eben Arbeitskraft in dem Sinn drinsteckt. Beim Wind ist es relativ einfach. Sie sehen hier die Entwicklungen der letzten 2, 3 Jahrzehnte. Size matters, das wird alles zusammenfassen. Ich habe nur mal geschaut, also das allerneueste Modul ist das hier. Das ist eine 18 Megawatt Turbine. 18 Megawatt, das ist schon Wahnsinn. Also die überstrichene Fläche, wenn man das ausrichtet, sind 53.000 Quadratmeter. Also quasi über die Rotorblätter. Besser kann man sich vielleicht merken, es sind 7 Fußballfelder. Fußball hat man eher noch so ein bisschen im Gefühl. Für die im Stadion sind, 7 Fußballfelder ist genau die Fläche, die über eine Windturbine quasi abgedeckt wird. Also ein Rotorblatt, also man sieht es hier, hat 130 Meter Länge. Das heißt mal 2 sind 260 Meter ist quasi der Durchmesser. Das ist Offshore, wohlgemerkt. Onshore muss man höher bauen. Sie sehen hier, die Nabenhöhe ist gar nicht so hoch, das sind nur 150 Meter. Also man ist da relativ dicht auch an der Wasseroberfläche. Aber im Prinzip geht es darum, und ich war letztes Jahr auch auf Helgoland auf einem Windseminar, also niemand weiß, wo die Grenzen sind. Aber ich meine, mit 18 Megawatt kann man schon sehr viel anfangen. Ja, so. Aber die Mechanik ist wirklich unglaublich. Das sind ja ganz große Häuser, die da oben drauf stehen. Was man jetzt zunehmend auch denkt, ist wirklich Wind zu Wasserstoff, also weil die Säulen, auf die sie stehen, das sind ja auch entsprechend groß und da kann man eine ganze integrierte Fabrik quasi noch mit reinsetzen, weil das ist ja erstmal ein Hohlraum und da denkt man zunehmend auch H2 Mare, so ist ein großes Leitprojekt auch vom BMBF, dass man da eben auch gleich eine Wasserstoffproduktion integriert.
So, gucken wir uns mal das Energiesystem an. Ja. Jetzt nochmal für Deutschland betrachtet. 1990 ist ja immer das Kyoto-Protokoll Bezugsjahr. Das ist der Pfad, den Deutschland bislang bestritten hat. Und da waren viele Anfangseffekte noch durch die Wiedervereinigung mit drin und so. Also im Wesentlichen haben wir eigentlich im Energiesektor unsere Hausaufgaben gemacht. Wo gar nichts passiert ist, ist im Transportsektor. Deswegen wird ja unser Minister auch immer, also zweimal im Jahr jetzt auch geprügelt quasi, auch öffentlich, weil sich da nichts tut. Ja, aber das jemand jetzt da kann er auch nicht viel machen. Ja, das sind ja wir mit unserem Mobilitätsverhalten, die quasi die Emissionen ja auch triggern mit den Fahrzeugen, mit den Flugreisen, mit den Gütern, mit den Amazon-Bestellungen und so weiter. Ne? So, also das ist wirklich ein schwieriges Feld, die Mobilität. Ja, aber immerhin, also wir stehen hier. Und die Frage ist eben, ja, wie kommen wir da, also wir wollen ja 2045 bilanziell CO2-neutral sein. Und also jetzt wird es steinig, ja, um es mal ganz kurz zu sagen, auf den Punkt gebracht, ja, weil die sozusagen niedrig hängenden Früchte, die haben wir schon geerntet. Also die viele große Flächen sind mit PV schon voll. Also ab jetzt wird es teuer und auch durchaus, wie man jetzt im also im Gebäudeenergiegesetz sieht, ja, also jetzt geht es wirklich ans Persönliche, sozusagen an die direkte Nutzung von uns allen, wie wir mit Energie umgehen. Ja. So, aber das heißt, das wird immer schwieriger. Also jedes Jahr, wo wir die CO2-Ziele, das ist ja wirklich jahresscheibenmäßig, über das Klimaschutzgesetz ist das ja sozusagen vorgegeben jetzt. Also letztes Jahr haben wir es gerade so geschafft, aber nur deswegen, weil die Wirtschaft nicht funktioniert hat. Ja. Also das war ja stark rückläufig, hohe Energiepreise, aber bei normal funktionierender Wirtschaft und einer positiven GDP-Entwicklung ist es eben so, dass wir jetzt wirklich ganz massiv in alles investieren müssen, was CO2 reduziert. Das ist nun mal so. Wir haben jetzt das nächste Ziel vor Augen, nämlich minus 65% bis 2030. Und da müssen wir insbesondere jetzt auch im Transportsektor eine ganze Menge tun. Minus 88, 10 Jahre später. Und hier soll bilanziell zumindest, also wir werden immer CO2 emittieren, aber wir müssen bis dahin auch genauso viele sozusagen Negativemissionstechnologien im Feld haben, dass sich das bilanziell wiederum ausgleicht. Wir haben ein Cluster of Excellence bei Fraunhofer, wo wir sozusagen alle Systemdenker zusammengepackt haben. Also es sind insgesamt etwa 10 Fraunhofer-Institute, wo wir sozusagen das Gesamtsystem Deutschland, aber zunehmend natürlich Europa, weil die Bilanzgrenzen natürlich europäisch gedacht werden müssen, eben modellieren. Das heißt, hier sind links ist Input, das sind sozusagen die stundenaufgelösten sozusagen Erzeugungspfade. Und dann ist hier ganz viel Mathematik dazwischen, was quasi alle Sektoren koppelt miteinander. Das sind quasi Sektoren, Transport, Strom, Wärme hauptsächlich, ja. Und dann kommt natürlich nicht nur eine Lösung raus, aber das sind Algorithmen, die natürlich die lokalen Minima sucht von Parametern. Das wiederum, das muss man dann wichten mit einer auch sozioökonomischen sozusagen Einkopplung. Ja. Also wir können jetzt sagen, wir tun Windkraft verzehnfachen, so. Und dann rufen wir in Berlin an, so jetzt tun wir 10-mal so viel Windräder aufbauen und dann, oder könnte man Wissing sagen, der Verkehr muss sich halbieren oder so. Ja, das muss ja irgendwie nicht nur sozial abgefedert, sondern es muss ja umgesetzt werden durch uns alle, die wir konsumieren, die wir einfach Energie auch verbrauchen. Ja. So, und das heißt, es ist eine Riesenschar von Lösungen letztlich, ne, aber was man vielleicht so ganz robust mal sagen kann, ist eigentlich Folgendes, dass sind wir uns am sichersten quasi, dass der PV-Hochlauf um etwa einen Faktor 6 bis zur Klimaneutralität in den nächsten 20, 25 Jahren weitergehen muss. Also wir müssen so ungefähr bei 700 Gigawatt landen. Wir haben jetzt komplett, also das PV und Wind, aber bei Wind sind wir eben nicht so sicher, wie viel man einfach zumuten kann weiter. Ne? Wir können einfach nicht überall Wind hinstellen, also nicht nur wegen der Akzeptanz, sondern auch der Tatsache geschuldet, dass viele Standorte oder die meisten sogar gar nicht geeignet sind, ne? Weil zu wenig Wind da ist. Ne? Das heißt aber, das ist sozusagen die Hochlaufkurve, die sozusagen die Modelle so abwerfen, also Erneuerbare, nur PV und Wind, On- und Offshore und eben also Ost-West auch, Rooftop und so weiter, also müssen Richtung 700 kommen.
Wir haben im Moment, kurz überlegen, wir sind etwas mehr als 60 Gigawatt Photovoltaik und etwa genauso viel auch Wind. Also dieses Faktor, dass es ungefähr ausgeglichen ist, das wird sich wahrscheinlich beibehalten. Aber wir sind jetzt so bei, sagen wir, 120, ein bisschen Laufwasser noch und so, aber wir müssen auf die 700 kommen. Ja, so. Also je mehr, desto besser. Aber das ist im Prinzip das, was einfach sein muss. Ja. Und wenn man das jetzt aber systemisch mal anguckt, Sie sehen hier, wie geht es denn unserem Stromsystem? Weil das macht man sich ja keine Gedanken. Sie sehen hier oben der April im Jahre 2010, und zwar sind da alle Stromerzeuger aufeinander gestapelt. Ne? Und da hatten wir immerhin schon 10 Jahre Energiewende hinter uns. Was man hier sieht, ganz prominent in Rot, ist die Kernkraft als quasi Grundlast. In Braun die Braunkohle, auch Grundlast, wenig modulierbar. Und dann kommt hier eben die Steinkohle. Steinkohlekraftwerke kann man ja beliebig an- und ausschalten und modulieren. Viele werden turnusmäßig am Abend wieder abgeschaltet oder in Standby gesetzt. Dann ist hier Erdgas, ein bisschen Wind und Photovoltaik sitzt hier oben drauf in Gelb. Sie sehen hier die Woche und das Wochenende. So, jetzt hatte ich mal geguckt, April, wie sieht denn unser Energiesystem aus? Die Absolutskala, das können Sie jetzt hier nicht so richtig sehen, ist ungefähr gleich geblieben. Also wir haben so Peak, so bei etwa 75 Gigawatt Peakleistung, was um die Mittagszeit verlangt wird im System. Aber das System hat sich völlig geändert. Was man hier sieht, zum Beispiel in Rot hier unten, ja, das ist sozusagen das letzte Kernkraftwerk, was aus dem Mix gegangen ist. Also es sind alles Realdaten übrigens. Das ist keine Modellierung, sondern wir haben sozusagen Zugriff zu allen Daten. Die werden sozusagen normiert und so weiter aufeinandergelegt. Braunkohle ist deutlich zurückgegangen auch. Kernkraft ist jetzt wirklich auf Null. Und Steinkohle hier in Schwarz, minimal bezogen auf das hier. Ne? Was dominiert ist, das ist Wind und PV. Und Sie wissen, April war eigentlich kein besonders guter Monat. Deswegen habe ich jetzt, um das noch ein bisschen euphorischer zu machen, vielleicht habe ich den Mai jetzt mal rausgesucht. So, und da sieht man eben, das System ist ein völlig anderes. Und wir haben nur, das ist ein Jahrzehnt. Ja. Was Sie hier sehen, ist, hier gab es durchaus so ein bisschen auch Windperioden. Ne. Aber im Prinzip hier also wie gesagt, das sind jetzt 60 Gigawatt, hier mal 70, 75 Peak, aber das ist alles, die Peaklast wird komplett über die Photovoltaikanlagen, über diese 60, 65 Gigawatt übernommen. Und das heißt, wir haben jetzt hier noch die Braunkohle. Steinkohle ist wirklich, das ist eigentlich auch nicht mehr viel. Das ist also Regelenergie. Das wird entsprechend zu- oder abgeschaltet, ja, um die Fluktuation abzufangen. Und eben hier, das ist noch Erdgas im System. Ja. Also wir sind schon weit gekommen. Und wenn man das eben aufeinander legt, wir haben letztes Jahr so ziemlich genau 50% unseres Stromes eben aus Erneuerbaren bezogen. Das ist für ein Land wie Deutschland, was jetzt nicht so mit Sonne verwöhnt ist und auch Wind ist eigentlich ja schon über die Küsten und über Offshore eigentlich ganz gut, aber wir sind kein besonders guter Standort für die Erneuerbaren, aber wir haben es geschafft, schon jedes zweite Elektron, jetzt was wir hier quasi über den Strom haben, sozusagen grün zu erzeugen. Das ist eine tolle Leistung, aber es ist trotzdem erst der Anfang, kann man sagen. So, das war die gute Nachricht und jetzt ist auch noch eine gute Nachricht. Man muss einfach wissen, das ist das quasi Gesamtsystem Deutschland. Wir haben bislang über Strom gesprochen, das ist das hier. Das sind 450 etwa Terawattstunden. Jetzt, wie gesagt, komme ich zu den Terawattstunden. Haben wir Stromanwendungen in Deutschland. Transport ist eben etwas weniger geworden jetzt hier, aber immerhin 550 oder sowas Terawattstunden. Also bleiben wir bei den 600 Terawattstunden. Das sind Mobilitätsanwendungen. Dann haben wir hier die Prozesswärme. Da steckt Stahl und alles, sozusagen die Hochtemperaturprozesse dahinter. Und eben die Niedertemperaturprozesse, 700 bis 800 Terawattstunden. Das ist einfach die Gebäudeheizung. Ne? Also alles, was so unter 100 Grad sich abspielt. So, und das heißt, wenn man das jetzt kumuliert, kommt man auf etwa 2500 Terawattstunden Primärenergiebedarf in Deutschland. Und was wir geschafft haben, ist die Hälfte von dem hier. So, der Rest ist immer noch fossil.
So, und das ist, ja, wie gesagt, es ist beides, ja, aber wir sind noch lange nicht da, will ich damit sagen, ja. Auch wenn wir jetzt das Ziel haben, in 10 Jahren 100% Grünstrom zu haben, das kann man schaffen, ja. Also kurzzeitig ist es ja jetzt schon der Fall, Sonntagmittag, ist gerade jetzt Mai, Juni, wenn wir Wetter haben wie jetzt, wo so gut wie keine Wolke da ist, dann schaffen wir das am Sonntagmittag so für 2, 3 Stunden wirklich komplett aus Erneuerbaren, das geht. Dunkelflaute ist ein ganz anderes Thema, wenn im November überhaupt keine Sonne da ist und wenig Wind. Aber das ist die eigentliche Aufgabe hier, ne? Und so, und deswegen muss man eben schauen, wie schaffen wir das, diese anderen fossilen Sektoren zu defossilisieren. So, und da gibt es quasi 2 Richtungen, die prominent jetzt über die 2, beide sehr anerkannte Köpfe. Hier der frühere Staatssekretär, der sagt, Champagner der Energiewende, Wasserstoff nur da, wo es nicht anders geht. Hier rechts der Herr Schlögl, ich denke hier auch, vielleicht war er auch schon mal hier in der Reihe, als Chemiker, der sagt, also man sollte aufhören, diese gesellschaftlichen Abnutzungskämpfe zu machen und da noch ein Windrad und dort sind die Frösche und da ist auch wieder nichts und sonst wie. Ja, das sind alles Verschleißkämpfe, das brauchen wir gar nicht. Wir haben jetzt etwa die 15%, ich glaube 17 oder so, erneuerbar. Wenn wir sowieso importieren müssen, und das wissen wir inzwischen, also mindestens die Hälfte des Primärenergiebedarfs wird Import bleiben, dann lass doch diese Abnutzungskämpfe und lass uns grüne Energieträger importieren. Wir haben alles, wir haben die Infrastruktur, wir haben die Fahrzeuge, wir haben die Verbrenner, können wir weiter nutzen, wir können alles weiter nutzen, wir haben die Pipelines und, die Chemie. Nur tun wir von fossil auf nicht fossil wechseln. So, das sind die 2 Pole, sage ich mal, ne? Und die kann man sozusagen in der Grafik auch ganz gut hier festmachen. Das ist unser Energiesystem heute. Wie gesagt, etwa 20% Stromanwendung. Das ist das Gleiche, was ich vorher gerade gezeigt hatte, ne? 20% Strom, das ist alles fossil. Und da unten, das sind noch sozusagen die Wärmesysteme, die beides sein können. Ein bisschen Biomasse. So, und jetzt kommt, oder Herr Greichen war auch ein starker Vertreter sozusagen der Elektrifizierung, also man nennt sie All Electric, das heißt Strom überall, das heißt Strom in die Gebäudewärme über Wärmepumpen, das heißt möglichst viel Strom in alle Anwendungen, insbesondere auch Straßenverkehr, also in die PKWs, Lieferverkehr, aber auch Schwerlastverkehr, also dass das quasi wie fast staatlich schon vorgegeben wird, diese Trajektorie hier, weil Strom trauen wir uns viel zu, auch in Deutschland, durch diesen starken Hochlauf an erneuerbaren Energien, möglichst viel Strom in alle Systeme. Und dann gibt es die anderen, ich sage jetzt mal die Schlögels, die sagen, das Problem ist gar nicht so groß, wir müssen nur von fossil auf nicht fossil umstellen. Und dann haben wir ja auch die Emissionen sozusagen im Griff. Ja. Und da wir haben jetzt 70% Importanteil Energie, dann können wir auf 50 reduzieren, aber weiter reduzieren ist einfach für Deutschland mit den 2.500 Terawattstunden nicht möglich. Das heißt, wir können uns auch hier auf diese Trajektorie konzentrieren und können möglichst viel über grüne Moleküle, E-Fuels und so weiter abdecken. Das ist eine Diskussion, die führen Sie wahrscheinlich auch im privaten Umfeld. Da gibt es keine Antwort. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur, dass hier quasi eine starke Diskussion zwischen Direktelektrifizierung, wie gesagt Batteriemobilität als Beispiel, oder eben indirekt über die Erzeugung von Grünmolekülen irgendwo und Import eben nach Deutschland und Europa. So, es ist klar, dass Strom sehr stark eben auch in die Gebäudewärme kommen muss. Also eine Wärmepumpe ist eine absolut sinnvolle Maßnahme, weil man entnimmt ja nur, das ist ja wie ein Kühlschrank, irgendeinem System der Erde oder der Luft die Energie und führt sie ins Gebäudeinnere. Auch bei kleinen PKWs, sage ich mal, also die eine geringe Reichweite brauchen, ist eine Batteriemobilität fantastisch, insbesondere wenn man das wirklich mit grünem Strom auch laden kann. Wasserstoff ist absolut notwendig in der Industrie, im Flugverkehr, Schiffsverkehr, auch im Straßentransport, weil es gibt viele auch Anwendungen, auch persönliche Vorlieben. Man
geht zur Tankstelle, tankt 3 Minuten und dann hat man wieder 600 Kilometer Reichweite, so wie jetzt auch. Ja. Das ist eine Wasserstoffdomäne. So, von daher, aber dazwischen ist sozusagen der große Diskussionsbereich. Ne? Aber es ist klar, dass grüner Wasserstoff und grüne Fuels sind no regret für viele Anwendungen. Also Industrie geht es vielmals gar nicht, Stahl als Beispiel. Aber auch wirklich, wenn große Massen transportiert werden, braucht man Wasserstoff. So, man kann die Studien befragen und das ist eine Studienschar, also mit den allen ganzen Unwägbarkeiten, ja, weil jeder Think Tank, sage ich mal, hat doch ein Basis-Mindset. Ja, so. Und die einen kommen von der Strommaximierung und die anderen kommen schon auch ein Stück weit von der Umstellung auf Grünmoleküle und so. Deswegen gibt es immer eine Schar, also diese Metastudien ergeben immer solche Bilder. Wenn man jetzt mal einfach ganz stupide den Mittelwert nimmt, ist man so bei 4, vielleicht bei 500 Terawattstunden sind es übrigens an Wasserstoff-Demand bis zur Klimaneutralität. 500 Terawattstunden. Ne? So, also das ist eigentlich das, 205 bis 700, das ist das, was man zumindest als sozusagen Gauss-Verteilung rauskriegt. Ja? Und je nach politischer Rahmensetzung kann es in die eine oder in die andere Richtung ausschlagen. Ja? Wenn wir, so wie im Moment, BMWK ist sehr stark noch auf der Stromseite, zumindest unter Patrick Greichen gewesen. Da versucht man alles mit Strom zu erledigen. Wenn das wieder etwas offener wird, ja, und auch die Moleküle schneller kommen, ja, dann kann das auch irgendwie sich da in dem oberen Bereich abspielen. Aber das ist ungefähr das, nur dass Sie mal eine Zahl gehört haben, in dem bewegt sich da alles. Jetzt gucken wir mal sozusagen in die globale Welt. Ja. Was sind denn die Treiber für diese globale Umsetzung? Ja. Wir haben jetzt 8 Jahre Paris Agreement. Das sind auch schon wieder 8 Jahre. Also ich kann mich gut erinnern damals, wie man unter Tränen dieses Paris Agreement verabschiedet hat. Ja. So, und man limit Global Warming to below 2 Grad. Ja. So, und da muss man schon sagen, also die Staaten, also fast alle, also 191, vielleicht sind es jetzt auch schon mehr, so ein paar, ich glaube Nordkorea fehlt noch oder so, ja, aber ist egal. Also fast alle Staaten haben dieses Agreement nicht nur unterzeichnet, sondern auch die meisten davon ratifiziert. Das heißt also in irgendeine nationale Zielsetzung überführt. Es gibt eben mehr als die Hälfte aller Staaten hat sich dem Ziel Klimaneutralität irgendwo in der Mitte des Jahrhunderts verschrieben. Allerdings in verschiedenen sozusagen juristischen Verbindlichkeitsstufen. Das höchste ist in Law, in Deutschland zum Beispiel. Wir haben es versucht, wieder etwas sehr musterschülerhaft gleich auf nicht nur 2050, sondern man hat ja 2 Wochen später dann gleich 2045 eben als Gesetz quasi verankert, ja, klimaneutral zu sein. In 2045, ja, dann gibt es aber Proposed Legislation, also das heißt, das ist in irgendeinem Anbahnungsprozess, also im parlamentarischen Prozess. In Policy Document, ja, da hat man mal was aufgeschrieben und Target Under Discussion. Das sind quasi die 4 Verbindlichkeitsstufen jetzt und das wird über die sogenannte NDGs, National Determined Contributions, quasi ausagiert. Ja. Das heißt, man kann ja einfach ein Ziel verschreiben und dann geht man wieder seinem Business as usual. Aber diese NDCs, National Determined Contributions, quantifizieren quasi den Schritt bis dahin. Und darüber werden die Staaten auch wieder immer evaluiert. Ja. Aber im Prinzip die gute Nachricht, Global Commitment for Defossilization ist da. Also man muss jetzt nicht mehr die Hälfte der Staaten davon überzeugen, dass wir ein Problem haben. Das ist verstanden. Und es gibt jährlich eben diesen World Energy Outlook, der versucht eben, das auf einer global aggregierten Skala auch wiederum umzusetzen. Und da gibt es eben diese 3 Verbindlichkeitsstufen. Das heißt, das eine sind die Stated Policies Szenarios. Das ist sozusagen noch das schwächste hinterlegte, nämlich das sind Current Policy Settings based on Sector by Sector Assessments of Specific Policies. Ja, also da wird einfach nur geguckt, was ist vorhanden in den jeweiligen Ländern. Und Announced Pledges Scenario, also das sind quasi die Stufen, all climate commitments made by governments around the world. Da sind sie eben die Nationally Determined Contributions, NDCs, werden getroffen und
Das ist sozusagen das Schärfste, das NZE, Net Zero Emission by 2050. Also wenn wirklich alle 197 Staaten sich eben diesem Ziel verschreiben würden und es auch einhalten, jahresscheibenweise. Ja, also das ist kaum ein Land macht es. Also Schweden ist eigentlich sehr, sehr vorbildlich. Ja, und viele haben jetzt schon, Uruguay als Beispiel. Ne? Es gibt so Länder, die schon sehr viel Wasserkraft zum Beispiel haben oder sowas. Ne? Aber so insgesamt gesehen, ja, also diese NZE sind sozusagen die schärfsten Formen. Jetzt gucken wir uns nochmal den globalen Primärenergiebedarf an, eben auf die sozusagen Hauptenergieträger bezogen. Ja, und ja, da merkt man schon, da ist noch was zu tun. Das sind die Renewables. Ja, und die fossilen Energieträger sind fast 80%. Ne? Also so wie in Deutschland übrigens auch. Ja? Also das heißt, da stehen wir gerade noch. Also die Welt lebt aus fossilen Energieträgern derzeit. Und etwa 10, jetzt 12 sind Modern Renewables. Also damit sind eben genau Wind und sowas, PV gemeint. Others, ist, in vielen Ländern werden einfach die Bäume abgeholzt und verbrannt. Ja. Das ist auch renewable im Sinne der Biomasse, ja, aber nicht nachhaltig. Ja. Aber da stehen wir. Also das ist sozusagen nicht so gut. Und wenn man sich die Summe anguckt, der Primärenergiebedarf, das ist doch die größte Zahl hier für Sie als Astronomen, also 180.000 Terawattstunden an Energieleistung wird global verwendet im Moment. Und jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, also das sind die 180.000 Terawattstunden. Hier so ein bisschen Covid sieht man dann doch, ja, aber hier stehen wir. Und jetzt gibt es natürlich auch global Thinktanks jeglicher Art. Also Shell macht da sehr viel, aber sozusagen am belastbarsten ist vielleicht die International Energy Agency. Die hat sich sehr, sehr gut entwickelt. War früher ja eigentlich mehr so eine Ölplattform quasi, so auch aus den 70ern gegründet, aber IEA versucht eben, und ich bin sozusagen der Ländervertreter für Deutschland, der IEA für das sogenannte Hydrogen TCP, Technical Collaboration Program. So, und da sieht man eben diese Stichworte hier, IEA NZE, das ist dieses Net Zero sozusagen Vorhaben, ja, und wie hätte man es anders gedacht? Also wir müssen dahin kommen. Global gesehen, das ist das Net Zero. Alles andere ist natürlich deutlich unambitionierter. Und wenn wir einfach so weitermachen, laufen wir dieser Trajektorie nach. Ja, aber das ist das, wo die Welt jetzt auch steht. Ja, und das kann in alle Richtungen gehen. Ja, also wir können über Effizienzmaßnahmen und über Erneuerbare können wir das schon hinkriegen, das zumindest konstant und vielleicht dann irgendwann abflachend haben. Das ist dieses SDS hier. Aber letztlich ist die Bandbreite dessen, was passieren kann, ist gewaltig groß. Also es kann sein, dass wir den Energiebedarf deutlich steigern und unter uns, das ist das wahrscheinliche Szenario. Alle Studien gehen eigentlich davon aus, dass der globale Energiebedarf um etwa 30% erhöht werden wird bis Mitte des Jahrhunderts. Das ist eigentlich so die wahrscheinlichste Option. Aber eigentlich müssten wir in diese Richtung gehen und das, was wir noch brauchen, eben defossilisieren. Ne? Das sind quasi alle Szenarien mal nebeneinander gelegt. Sie sehen hier die Terawattstunden an sozusagen Erzeugungskapazität. Und das sind quasi die IEA Steps, APS oder das Net Zero. Und Net Zero ist eben da bei 70.000 Terawattstunden im Strommix alleine. Ne? So, da ist jetzt noch nicht die Mobilität mit hinterlegt. Ja? Und wenn man das jetzt mal querlegt und dann ist es ein bisschen einfacher zu lesen, das wäre sozusagen der globale Strombedarf. Der Strombedarf wird steigen. Das ist auf jeden Fall klar. Das will man auch, ja, weil Strom kann man am leichtesten eben auch über Grünstrom ersetzen. Ja, aber das NZE-Szenario für 2030 und 2050 sieht eben so aus. Das sind diese über 70 Terawattstunden, wovon das meiste, also hier jetzt Wind und Solar, dann abgedeckt ist. Ja, also da müssen wir hin letztlich. Ne? Und wenn wir nicht viel machen und dann bleiben, also hier sind wir jetzt, ja, also mit doch sehr erheblichen fossilen Anteilen. Aber es ist klar, nochmal, Strom wird überall steigen, auch in Deutschland. Wahrscheinlich wird sich der Strom verdoppeln, Strombedarf, aber dafür werden eben die viele sozusagen adressierten Sektoren quasi, die jetzt fossil bedacht sind, eben mit Strom und damit auch Grünstrom erreicht werden.
So, und das heißt, Szenarien, klar, da kann man stundenlang reden und da gibt es alle möglichen Schattierungen und so, aber nur, dass Sie so die Größenordnung mal so gesehen haben. Ne? Und es gibt vor allen Dingen noch zwei Anwendungen, die stark steigen werden künftig, nämlich einerseits, es gibt einen massiv zunehmenden Bedarf an Meerwasserentsalzung, weil sehr, sehr viele Menschen global gesehen in küstennahen Regionen sind, die immer heißer und heißer werden. Auch eine Zahl finde ich sehr einprägsam. Also wenn wir eine Temperaturerhöhung von 1 Kelvin jetzt noch draufpacken, können 1 Milliarde Menschen nicht mehr da leben, wo sie jetzt leben, weil es einfach zu heiß wird. Ja. So, und das heißt also, weil man dann schon in die hohen 40er Grade kommt in vielen Regionen bei einem Delta-T von 1 Grad. So, und das heißt, die müssen auch irgendwo hin. Ne? Und 65, also 2/3 aller Menschen leben innerhalb von 50 Kilometer Entfernung von Küsten. Also so, und das heißt, die Wasserversorgung ist ein sehr, sehr stark zunehmender Bereich, auch für die Landwirtschaft natürlich. Ne? Das heißt, das ist noch sozusagen noch gar nicht so richtig abbildbar, was da an Zusatzstrom gebraucht wird. Und hier die ganzen negativen Emissionstechnologien, Direct Air Capture, das ist auch ein sehr stromintensiver Sektor, aber wir müssen in diese DAC-Technologien einsteigen. Das heißt wirklich aktiv den CO2-Gehalt der Atmosphäre reduzieren. Ein weiteres Thema, was ich gerne noch mit Ihnen diskutieren möchte, also wir legen schnell Folien über die Terawatt oder 70 Terawatt Photovoltaik auf. Ja, was heißt das denn? Ja, also Stichwort Ressourcenkritikalität. Und das heißt, wir müssen sehr stark eben auch in diese Ressourceneffizienz und in die Kreislaufwirtschaft auch reinschauen, weil selbst wenn die Materialien in der Erdkruste an sich vorhanden wären, ja, aber viele verbrauchen sich ja dann doch. Ja, so. Und das heißt, wir müssen ganz, ganz schnell eben auch schauen, dass wir eben die Materialeffizienz so hoch bringen, dass eben diese gewaltigen auch Materialien, die von den Mengen her gebraucht werden für diesen Umstieg, dass wir das auch wirklich nachhaltig im Sinne der Kreislaufwirtschaft eben verwenden. Das heißt, Reuse zum Beispiel bei Second Life auf Car Batteries, das ist so ein Thema, ja, die haben ja immer noch 80% ihrer Kapazität am Ende ihres Lebens, dass man die beispielsweise eben auch für stationäre Anwendungen verwendet. Aber im Prinzip geht es darum, wirklich von der Extraktion aus der Erde, das ganze Mining, Processing, Raw Materials und so weiter, bis hin zum Recycling, dass man das ganzheitlich denkt. Einfach um das noch ein bisschen zu illustrieren. Ja. Also wir haben angefangen, die erste Windmühle, wie gesagt, Polacoeur, geht ja so ins 18. Jahrhundert. Da haben wir eigentlich nur diese 3 Elemente, Eisen und Kohlenstoff, ja, und Calcium gebraucht. Und so, und dann kam die Dampfmaschine, die brauchte schon mehr. Fahrzeuge brauchen das, ja, aber jetzt moderne erneuerbare Energieträger und Wandler brauchen eine gewaltige Menge auch an Ressourcen. Ja. Und wenn man sich das anguckt, ja, jetzt auch extrapoliert, ja, was wir in den nächsten Jahrzehnten an Zuwachs haben, Lithium 2000% Steigerung. Und Lithium ist eben ja jetzt hauptsächlich für die Fahrzeugindustrie gedacht. Wenn wir jetzt anfangen, noch in Gigawattstunden Batterien für stationäre Systeme zu denken, dann kommt das alles noch on top dazu. Das heißt, die Frage ist eben, wie Kobalt, Nickel, Kupfer, das sind alles Materialien, die in solchen Mengen hier gebraucht werden, dass man wirklich sehr genau schauen muss, ist das überhaupt abbildbar von dem, was die Erde schlichtweg hergibt. Ja. Da kann man sagen, mit Wasserstoff ist man etwas besser dran, weil da ist man mit Platin, Iridium und Titan, das sind sozusagen die Schlüsselelemente. Iridium ist ein bisschen ein Problem, zugegeben, weil Iridium braucht man für die PEM-Elektrolyse. Da ist der der globale Markt liegt so bei 8 Tonnen. Das ist alles, ja. Das ist sehr, sehr selten. Ja. Und von daher, das ist das einzige, PEM ist man da limitiert, aber man kann auf jeden Fall 10 Jahre locker damit hinkommen und dann auch ins Recycling gehen. Aber ansonsten ist man bei Wasserstoff da eigentlich doch in einer ganz guten Situation. Also wenn man jetzt sozusagen den systemischen Anteil jetzt mal damit abschließt, also wir haben Primärenergiebedarf wird, wie gesagt, sehr wahrscheinlich nochmal deutlich sich steigern bis Mitte des Jahrhunderts. Wir werden starke Stromzuwachs sehen. Strom wird auf jeden Fall die wichtigste Primärenergie sein. Es ist unbestritten, dass wir möglichst viel mit Strom auch abdecken. Und das wird hauptsächlich über Solar und Wind abgedeckt.
Und jetzt kommen wir noch stärker eben in die Wasserstoffanwendungen. Die werden eben die fossilen Energieträger in einem globalen Energiesystem ablösen, zunehmend. Wir werden eben zunehmend schauen müssen, dass Metalle und überhaupt die Mineralien, dass die von Beginn an in eine zirkulare Wirtschaft quasi eingeführt werden. So, und jetzt gehen wir mal zum Wasserstoff an sich. Da gibt es erstmal eine gute Nachricht, nämlich der Wasserstoff, hat er gesagt, ist eigentlich ein Thema seit 50 Jahren. Jetzt ist es wirklich angekommen, sozusagen auch in der globalen Staatengemeinschaft. Das ist hier ein kleines Wimmelbild, das hatte ich mal vor 3 Jahren angefangen, nämlich die nationalen Strategiepapiere der jeweiligen Länder mal mit ihren Deckblättern da reingesetzt und mit den Hauptzielen quasi, also mit den Antreibern von den jeweiligen Ländern. Also alles, was Sie hier sehen, das sind nationale Wasserstoffstrategiepapiere, die quasi parlamentarisch schon sozusagen ratifiziert sind. Also in Summe sind es jetzt 40 Länder und Regionen, wobei, wenn man die Regionen mit reinnimmt, zum Beispiel in Deutschland hat fast jedes Bundesland jetzt auch eine Wasserstoffstrategie. Das sind wirklich nur die nationalen Strategien. Und wenn man die jetzt umsetzt quasi in echte Projekte, dann kann man sagen, es sind etwa 1000 Projekte derzeit global in irgendeiner Form der Anbahnung, sage ich mal. Man sieht sich hier etwas, etwas nebulös und so, aber ganz grob. Es gibt über 100 Projekte, die in einer Gigawatt-Skala gedacht werden und teilweise auch finanziert sind auch schon. 100 Projekte mit einem Gigawatt oder mehr. Das heißt, hier sind auch hier Large-Scale Industrial Use. Ja. Das sind die Mobilitätsprojekte, also integrierte Wasserstoffökonomie. Das ist quasi, wo man wirklich systemisch dann auch solche Projekte umsetzt. In Summe sind es 320 Milliarden $. Die sind noch nicht sozusagen im Final Investment, aber etwa 10% davon, also etwa 30 Milliarden sind schon finanziert davon. Ja. Das heißt, es ist eine, sage ich mal, ganz gute Nachricht. Ja. So, aber, das heißt, da passiert wahnsinnig viel, weil man jetzt eben sieht, das ist ein ganz großer Markt, der da entsteht. So, also man hat etwa zwischen Announced und Delivered Projects, das sind etwa 10% delivered. Ja. Also das ist damit gemeint, dass das eben von den 320 Milliarden ungefähr knapp 30 Milliarden jetzt auch dieses FDI schon durchlaufen haben. Klar, es gibt da natürlich auch Schwierigkeiten, beziehungsweise auch die Taxonomie ist noch nicht ganz klar, die Zertifizierung, was ist überhaupt grüner Wasserstoff und so weiter. Ne? So, aber im Prinzip ist das doch eine ganz gute Nachricht. Unsere Projekte sind ja eigentlich immer quasi so aufgesetzt, man definiert quasi die Systemgrenzen zwischen erstmal Stromproduktion, PV und Wind. Da fängt es ja meistens an in diesen großen Regionen, dass da erstmal ein Gigawatt Photovoltaik hinkommt, Wasserstoffproduktion, je nachdem was für ein Produkt, ob es jetzt Methanol oder eben Ammoniak sozusagen als Ziel hat, wird dann hier die Konversion gemacht, gespeichert und dann Transport und Verteilung in den Zielmärkten. Das sind jeweils die Projekte. Die werden sozusagen getriggert über die Mengen und Preissignale von den Endmärkten. Also das wird im Moment über H2Global quasi, das ist eine Stiftung, die ist jetzt mit 3 Milliarden hier in Deutschland ausgestattet. Die macht eben genau dieses Doppelauktionssystem, nämlich dass einerseits eine Auktion für Ammoniak zum Beispiel gibt, grünen Ammoniak, ja, und da wird die Welt kann da darauf bieten, diese Menge zu diesen Kosten Ammoniak herzustellen, und andererseits gibt es eben diese sogenannten Uptaker-Markets, ja, zum Beispiel Mobilität, also die Trucks, die brauchen Wasserstoff. Da wird sozusagen das beste Angebot mit demjenigen, der am höchsten auch die besten Preise auch finanzieren kann, wird zusammengebracht, und das Delta quasi zur Carbon Parity wird über den Staat dann für 10 Jahre garantiert zu übernehmen. So, und das heißt, das System der Zukunft sieht so aus. Wir haben also quasi Grünstrom als Basis, das ist immer der Fall. Das brauchen wir. Wir haben mit dem Strom wird über Wasserelektrolyse Wasserstoff erzeugt. Der Wasserstoff wird dort idealerweise verwendet, wo er auch hergestellt wird, ansonsten auch transportiert, das heißt als Kraftstoff oder als Energie oder Träger, als Chemikalie. Also auch jetzt ist der Wasserstoffmarkt schon bei 90 Millionen
Tonnen. Also so viel Wasserstoff ist jetzt auch schon im hauptsächlich Chemiebereich, Raffinerien und eben in der Düngemittelindustrie. Ansonsten für die großen Strecken macht man noch eine Hydrogenierung von CO2. Wenn man eine CO2-Quelle hat, würde man Methanol herstellen und aus dem Methanol wiederum Kraftstoffe, beziehungsweise Methanol ist ein ganz wichtiges Basismolekül auch in der Chemie. Das ist sozusagen das einfachste Kohlenwasserstoffmolekül. Wenn man keine CO2-Quelle hat, nimmt man den Wasserstoff, deswegen hier runter eben, und über eine sozusagen Luftzerlegeeinheit macht man Ammoniak, also NH3, das ist das einfachste Stickstoffmolekül. Und das wiederum ist auch ein Riesenmarkt eben für Düngemittel und eben auch als Energieträger. Also im Prinzip ist das die Zukunft, auf die wir uns hin entwickeln. Das heißt einerseits, wenn wir das CO2 haben mit Wasserstoff, das ist quasi wie eine Batterie, kann man das sehen, ja, wird hydrogeniert zu Methanol. Das heißt, der Kohlenstoff wird als quasi Carrier-Atom für das Wasserstoffmolekül verwendet. Und Wasserstoff ist quasi das Lithium-Äquivalent quasi von einer Batterie. Und dann gibt es eben das Discharge, dass man eben mit Luft eben wieder CO2 und Wasserstoff erzeugt, wenn man das Methanol dehydrogeniert und daraus eben entweder das Methanol direkt verwendet oder eben nur den Wasserstoffanteil dabei. Da gibt es auch eine Firma, so sehen dann solche Anlagen aus. Das ist in Island eine Firma, Carbon Recycling International, die synthetisieren eben jetzt schon grünes Methanol aus einer nachhaltigen CO2-Quelle. Damit Sie diese Zahl gehört haben, 100 Millionen Tonnen ist der Jahresbedarf Methanol weltweit. Wie gesagt, das ist im Prinzip wie so ein Legostein, das ist so ein Basismolekül. Also aus Methanol kann man Gasoline, also ganz normales Benzin auch herstellen. Man kann Aromate herstellen oder Dimethylether, das ist quasi einfach ein längerkettiges Methanol. Also da hat man zwei solche Blöcke aneinander, Lösemittel, Formaldehyde und Olefine und so weiter. Also das ist das eine, und das andere sind eben Ammoniakprodukte. Wie gesagt, wenn man keine CO2-Quelle hat, geht man über Stickstoff aus der Luft. Übrigens Maersk ist der größte sozusagen Logistikanbieter weltweit. Die sind übrigens insgesamt, haben die 3,5 Milliarden Tonnen direkte CO2-Emissionen. Ja, das ist auch eine Zahl, die muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist mehr als ganz Deutschland. Das ist nur eben der Schiffsverkehr nur für eine Firma sozusagen, nämlich Maersk. Ja. Und die haben aber jetzt, die werden die LNG-Ära überspringen. Also die haben keine LNG-Schiffe bestellt, sondern gehen gleich auf sozusagen Dual-Fuel-Schiffe. Also diese Container, die sind dann eben fähig, entweder flüssig Methanol oder eben Ammoniak als Kraftstoff eben auch zu verwenden, als Treibstoff. Und das wiederum wird jetzt bilanziell zunehmend auch sozusagen aus grünen Quellen auch hergestellt. Ne? Also das heißt, Maersk hat auch das Ziel, 2040 CO2-neutral zu sein. Ja? Also bei so einer Flotte ist das schon eine starke Ankündigung. Ammoniak ist so ein bisschen ähnlich, auch hier diese Zahl zu mitnehmen, das sind 160 Millionen Tonnen Ammoniak im Weltbedarf. Das meiste wird vor Ort erzeugt und auch verbraucht, aber 160 Millionen. Und auch da ist es so, das kann man eben in Combustion, also in Verbrennungsmotoren verwenden. Man kann es reformieren, den Wasserstoff extrahieren wiederum und eben da als Wasserstoff-Carrier auch zu verwenden. Jetzt vielleicht noch zur Mobilität. Das ist ja auch ein Sektor, auch das ist sozusagen emotional behaftet. Ja. Ganz grob kann man sagen, je kleiner das Fahrzeug, je kleiner die Reichweite, die abgedeckt werden muss, desto sinnvoller sind die Batterien. Es gibt einen Übergangsbereich, wo man diskutieren kann, im Schwerlastverkehr, das sind ja Fahrzeuge, die 1000 Kilometer oder sowas hinlegen müssen, da ist schon sehr eindeutig, dass man entweder auf E-Fuels oder eben Wasserstoff in einem Brennstoffzellenantrieb gehen muss, und alles, was schwimmt und was in die Luft geht, ist ganz klar irgendwie, wenn man das jetzt hier auf die Average Mileage per Day bezieht und so. Das sind ganz klar dann die Optionen für Wasserstoff oder im E-Fuels. Aber wie man da quasi hinkommt und so, also wie gesagt, da gibt es sehr auch emotionale Diskussionen. Es gibt Fahrzeuge, die kann man kaufen, zum Beispiel hier Mirai
Japan, die haben jetzt, also wir haben eine Jahresproduktionskapazität von 30.000 auf jeden Fall. Ne? Also das Fahrzeug, das gibt es. BMW steigt jetzt auch ein. Die haben einen Fünfer auf einen Brennstoffzellenantrieb jetzt sozusagen schon auf den Straßen. Ja, das sind aber kleine Stückzahlen, das sind 100 oder vielleicht nicht mal. Das weiß kein Mensch so genau, aber das wird ganz gut beworben. Das sieht man, zum Beispiel war ich kürzlich im Flughafen Berlin und da ist es am größten Billboard also wer cool sein will, fährt Wasserstoff. Ja, das ist quasi die Message von Herrn Zipse, vom CEO. Ja, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall, es muss ein tolles Fahrzeug sein und die testen jetzt den Markt mal so ein bisschen und sie wollen in 25, 26 dann wirklich mit einer Massenproduktion anfangen. Grundsätzlich kann man sagen, dass die EU schon auch Wasserstoff in der Straßenmobilität sieht. Derzeit in Summe, wenn man alle zählt, hat man 80.000 Brennstoffzellenfahrzeuge auf den Straßen. Das ist eine Zahl, die ist gar nicht so bekannt, wird auch nicht so medial quasi aufgegriffen, weil jetzt soll doch jeder endlich sein Batterieauto kaufen. Ja, aber es sind aber 60.000 sind in China davon. Das ist ein Thema. Gut, China ist sowieso ein großes Thema, aber man muss schon wissen, dass China sehr stark auch auf Wasserstoff in der Mobilität setzt. Nachdem quasi von USA Tesla sozusagen die Batteriemobilität sehr stark sozusagen angereizt wurde und sich VW, sagen wir, sehr stark darauf konzentriert hat, ist jetzt eigentlich schon so, dass die chinesischen Anbieter jetzt diese Lücke quasi gesehen haben und auch wirklich sehr veritable auch Brennstoffzellen-PKWs, aber auch LKWs und Lieferfahrzeuge auf den Markt bringen. Und irgendwann werden wir hier auch chinesische Brennstoffzellenautos auf dem Markt sehen und da wird dann ein VW dann mal wieder ein langes Gesicht machen, ja, weil wir alle entscheiden, ja, das ist ja keine staatliche Vorgabe, was für ein Auto wir kaufen, ja, und wir haben seit 10 Jahren Brennstoffzellenautos, das ist hier unsere Tankstelle, wir haben eine eigene mal gebaut, das ist die B-Klasse, das ist der Mirai, das ist der Hyundai, auch Brennstoffzelle, das ist einfach super, da tankt man 3 Minuten und weiter geht's, ja. Und wenn das mal bekannt wird, ja, dass man damit eigentlich eine fantastische Mobilität hinkriegt, ja, und dann wird man sehen, wird der Markt auf jeden Fall sich auch entwickeln. Viel größer in der Bedeutung und auch Dringlichkeit ist quasi der Stahlbereich. Das sind insgesamt trägt die Industrie Emissionen mit 200 Millionen Tonnen in Deutschland ganz gut bei. Also das ist erheblich. Und Stahl wiederum ist sozusagen der größte Einzelposten quasi. Das heißt, umgekehrt gesagt, das ist das gute Argument, was Salzgitter und Thyssen sagt, nimm uns zuerst, sozusagen wie aller Wasserstoff zu uns, weil wir am schnellsten, das sind etwa 7% der gesamtdeutschen Emissionen CO2 werden über die Stahlerzeugung sozusagen emittiert. Wenn wir da alles reinstecken und dann können wir relativ schnell, also in 10 Jahren oder sagen wir 20 spätestens, können wir diese 7% auf 0,1 reduzieren. Das sieht man eben hier. Das sind eben die 2 Tonnen CO2 pro Tonne Stahl, die da jetzt zu Buche schlägt, wenn man das mit Wasserstoff die gleiche Linie durchfährt. Das heißt, über die sogenannte Direktreduktionsreaktor kommt man auf 0,1 Tonnen CO2 pro Tonne Stahl. Also von 2 auf 0,1, das ist schon ein Faktor. So, und das heißt, es gibt natürlich eine ganze Menge auch Zielkonflikte. Wer kriegt den Wasserstoff zuerst? Nochmal global gedacht, also wir haben eigentlich, Sie sehen hier das Erdgasnetz global. Und wir sind hier eigentlich in einer sehr privilegierten Situation. In Zentraleuropa haben wir eigentlich das beste Erdgasnetz der Welt. Das ist eigentlich nur hier um Houston, Texas quasi noch ähnlich dicht, kann man sagen. Ja. Aber wir haben hier, also klar, sehr stark historisch Ost-West orientiert. Ja. Das haben wir jetzt nicht mehr. Deswegen muss jetzt sehr stark über Import nachgedacht werden. Aber wir haben ein fantastisches Verteilnetz, was zu überwiegenden Anteilen auch für 100% Wasserstoff nutzbar ist. Wenn man jetzt so ein bisschen reinzoomt, ja, also das ist eben das Erdgasnetz. Ja, wir haben hier die Verbindung über Gibraltar im Süden, hier über Italien, Algerien, Tunesien, also in der MENA-Region, und es wird zunehmend hier auch in den östlichen Mittelmeerraum die Pipeline-Infrastruktur ausgebaut und das Repower-Target, also Sie wissen von der EU quasi letztes Jahr, Repower EU, das sieht eben vor, dass 20 Millionen Tonnen grüner Wasserstoff
sowohl Produktion innerhalb Europas als auch über Import quasi bis 2030, also jetzt noch gut 6 Jahre, also Mahlzeit, ja, das ist viel, so, erreicht werden soll. Ja. Aber da ist ein sehr starker sozusagen Fokus darauf. Ne? Und wie soll das erreicht werden? Also Repower EU, oder klar, es gibt auch den Inflation Reduction Act in den USA, aber im Prinzip nochmal bezogen auf dieses Wimmelbild von eben, ja, also die Region, alles was hier blaue Pünktchen hat oder Kringel, das sind eben Länder, die sich Wasserstoff als exportfähiger Energieträger quasi auf die Fahnen geschrieben haben. Und entsprechend auch mit den Exportrouten. Ja, also im Moment überschlagen sich quasi auf einer Wochenskala die Ereignisse. Kolumbien ist beispielsweise jetzt sehr, sehr interessiert, speziell mit Deutschland eine Energiepartnerschaft aufzubauen, weil Kolumbien eigentlich sehr, sehr gute auch Wind- und auch PV-Standorte hat. Ja, hat schon sehr viel Wasserkraft im eigenen Stromnetz. Ja, also die können wirklich schnell auch Derivate für Europa herstellen. Und die größten Abnehmermärkte sind tatsächlich Europa und da insbesondere Deutschland. Aber auch hier Japan und Südkorea und irgendwann auch China wird ein starker Importmarkt sein für die ganzen Energieträger, die jetzt zum Beispiel auch in Australien stellt sich sehr, sehr stark auf. Also wirklich mit 100 Gigawatt Parks, Wind und Sonne. Und es wird dann jeweils über die schon bestehenden Handelsrouten in Form von Methanol und Ammoniak auch exportiert werden. In Deutschland gibt es das, wie auch in ganz Europa, das Hydrogen Backbone, das sogenannte, also das ist quasi die Umwidmung, aber auch teilweise Neubau von einem Gasnetz quasi in Richtung 100% Wasserstoff. Also Einkopplung in einen wirklichen Erdgas ist eigentlich, würde ich sagen, schon obsolet. Ja, das braucht man nicht mehr, diese Zeit, dass man da einfach ins Erdgas das quasi als Transportmedium nimmt, sondern es ist klar geworden, wir brauchen den Wasserstoff als Wasserstoff. Ja, und wir sehen hier quasi, wie jetzt schon die Planungen sind, eben für 2030, aber auch in 2050 wird man eben große Netze haben, etwa 13.000 Kilometer an reinem Wasserstoff. Das ist noch interessant, nämlich wenn man quasi die Länder, bei denen wir ja gerade waren, jetzt mal schaut. Also China wird auch hier eine große Rolle spielen, aber das sind sozusagen die sozusagen Anbieter, aber das meiste davon werden sie auch selber brauchen. Also sie sind ihre eigenen Off-Taker quasi. Da wird sehr wenig aus China quasi in die internationalen Märkte gehen. Hier ist Nordamerika, auch da ist der überwiegende Anteil für den Eigenbedarf. Auch über das IRA, ne, das ist ja ein ganz großer weißer Elefant im Raum, ja, dass da wirklich sehr, sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit in den Markt gespült wird. Afrika ist überwiegend exportorientiert, weil die eigentlich wenig selber brauchen. Und Middle East ist eigentlich eine ganz große Entwicklung. Die brauchen teilweise schon auch selbst, aber Japan, Südkorea, das sind einfach die bestehenden Kontakte. Katar zum Beispiel hat eigentlich lange, auch über Jahrzehnte schon gewachsene Verbindungen, insbesondere für Japan und Südkorea. Und die Produkte werden eben sein, eben hier Shipped Hydrogen, also hauptsächlich Middle East wird rein Wasserstoff auch irgendwann verflüssigt, eben für einen europäischen Markt eben anbieten. Das geht dann hier hoch. Und ansonsten ist eben Ammoniak und Kerosin ist sehr wichtig, dass das eben in den Flugverkehr kommt. Und eben die Kohlenstoffe und hier über Methanol. Ja. Das ist, klar, könnte man jetzt noch viel mehr Zeit verbringen mit dem Bild, aber nur, dass Sie wissen, es ist immer so eine Konkurrenzsituation zwischen, also bei den jeweiligen Ländern, die exportfähige Produkte haben. Tun sie das für die eigene Defossilisierung, ihre eigenen quasi Pläne auf Net Zero verwenden oder eben exportieren. Ganz kurz zu Speichern noch, das ist ja auch ein großes Thema. Wir haben sozusagen, also grundsätzlich kann man Wasserstoff in großen Mengen unter Tage speichern, so wie wir es jetzt mit Erdgas auch tun, in sogenannten Salzkavernen. Ja, das übrigens ist Norddeutschland, man sieht so ein bisschen von den Konturen, aber all das ist Salz. Norddeutschland liegt quasi in 1000 Meter Tiefe, ist eben alles Salz. Also so sieht es dann aus. Also eine Salzkaverne ist etwa ein 1000 Meter hoher Zylinder. Der wurde mal ausgesohlt und das dauert 2 Jahre etwa, bis man hier so eine Zigarrenform quasi ausgesohlt hat. Aber interessant ist eben, dass man hier bis zu 100
Gigawattstunden Energie in so einer ausgesohlte sozusagen Kaverne. Da ist jetzt im Erdgas. Ja? Also diese Speicher, die wir gerade im Herbst ja auch täglich dann vor Augen geführt haben mit Erdgas, die kann man genauso gut im Salz eben auch für Wasserstoff verwenden. Oder man nimmt eben solche sogenannten Röhrenspeicher, also Röhrenfelder. Das heißt, das sind Erdgas-Pipelines, die man einfach hinlegt, quasi miteinander verbindet, die Erde dann wieder drauflegt. Das Foto habe ich gemacht, weil man sieht eigentlich nichts, außer das ist genau der gleiche Standort. Hier drunter liegt ein Speicher von einem halben Gigawattstunden quasi Energie, wenn das mit Wasserstoff betrieben wird. Ja. Und wenn man darauf noch PV macht und noch diese Röhrenspeicher darunter, ne, dann kann man damit eben 25.000 Autos mit versorgen. Ja. Also das ist schon auch eine interessante Option. Was wir jetzt gesehen haben, so in dieser gesamten Energiesystemtransformation, also nur die schiere Größe wir haben 180.000 Terawattstunden Energiebedarf in der Welt und der ist steigend und der ist zu 80% fossil. So, das ist die Aufgabe. Ja. Und deswegen alles, was wir denken und entwickeln, kann eigentlich nur systemisch entwickelt werden und integriert. Deswegen sind eben solche globale, auch COP28 jetzt in Dubai im November, sind solche Formate so wichtig, weil nur wenn das Zusammenspiel von Forschung, Akademie einerseits, Industrie andererseits, weil die machen es letztlich möglich, und aber Politik in der Setzung der entsprechenden Rahmenbedingungen. Nur wenn dieses Zusammenspiel funktioniert, kann auch das Gesamte funktionieren. Das ist wirklich die Voraussetzung. Deswegen, so wie auch wir mal gestartet sind, autark zu sein, Energie, das ist wirklich eine Fehleinschätzung. Also wir brauchen den globalen Markt von neuen Energieträgern, weil es gibt sehr viele Regionen, die über beliebig viel PV-Potenzial oder auch Windpotenzial verfügen, die aber keine eigenen Abnahmemärkte haben. So, die haben einfach das Land, sondern dort müssen die Produkte erzeugt, verschifft und eben nach Europa oder in andere Regionen gebracht werden, die einfach über diese Erzeugungskapazitäten nicht verfügen und auch nie verfügen werden. Und es ist auch hoffentlich klar geworden, dass wir hier diese duale Welt zwischen Strom, Erzeugung, Speicherung, lokal, netzgekoppelt, aber auch in Verbindung mit einer globalen Welt von Erzeugungsländern, die eben weg von fossilen hin zu Konversionstechnologien, das heißt über Grünstrom, über Wasserstoff in längerkettige Moleküle investieren. Das ist sozusagen, das ist wirklich eine Medaille, das sind beide Seiten, beide sind wichtig, keine ist besser als die andere, wir brauchen wirklich beides. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, auch in den Diskussionen. Ja, wir brauchen den Grünstrom, aber nochmal, der ist dann am besten, wenn er lokal erzeugt, kurzzeitig gespeichert und auch dort verwendet wird. Die letzte Folie und möchte ich nochmal sozusagen referenzieren auf die erste Folie, nämlich Geschwindigkeit. Wir trödeln immer noch zu viel rum. Und wenn ich die Koalition derzeit anschaue, ist das sozusagen ein gutes Abbild dessen, dass wir eigentlich viel zu sehr diskutieren, als jetzt wirklich tun. Weil der Mindset ist da, also auch das Commitment eben aller Staaten ist da, diese Net-Zero-Pfade zu gehen. Nur diese Verschränkung, dieses systemische Denken, das muss noch stärker ausgebaut werden. Deswegen hier der letzte Satz, also wir müssen international denken, wir müssen uns als Forscher und wir arbeiten ja so auch schon gut so miteinander, aber wir müssen es auch sehr stark eben auch auf globale Forschungsstrukturen eben ausdehnen. Wir brauchen Energiepartnerschaften mit Ländern eben klar mit gleichen Werten und ähnlichem Kulturhintergrund ist am besten vertrauensbildend und so, aber wir brauchen langfristige, vertrauensvolle Energiepartnerschaften und auch damit auch ein sicheres Investitionsumgebung, weil auch die Investoren sind herzlich gerne bereit, da jetzt reinzugehen, aber sie brauchen die Sicherheit und die muss staatlich dann wiederum abgebildet werden. Damit ist meine Zeit zu Ende. Ich danke Ihnen sehr nochmal, dass Sie Ihr Ohr und Ihr wohlwollendes Zuhören mir geschenkt haben. Und ansonsten vielen Dank nochmal für die Einladung, hier sein zu dürfen.